Herzlich willkommen zur Ausfahrt TV Show. Heute geht es um die Weltpremiere vom Dacia Stryker. Und ich gebe euch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr innerhalb eines Jahres gefeierter Autoinfluencer werdet. Oder so ähnlich. Ich bedanke mich bei dem Zuschauer, der mir ein kleines Geldgeschenk in Form eines Supersanks hat zukommen lassen. Vielen lieben Dank. Dacia stellt mit dem Stryker einen neuen Verbrennerkombi für das Kompaktsegment vor. Also ein Nachfolger für den Jogger? Nein, den bietet man noch weiterhin an. Schließlich hat er gerade erst ein Facelift bekommen. Dacia selbst spricht von einem Lifestyle-Kombi. Wir haben das früher als Schimpfwort benutzt für Kombis, die kaum Kofferraum haben. Die vollständigen Preise gibt es noch nicht. Los geht's aber bei 25.000 Euro. Zum Vergleich, der günstigste Opel Astra Sportstourer kostet rund 35.000 Euro. Der große Clou beim Stryker sind 19 Zentimeter mehr Bodenfreiheit. Wir erinnern uns noch an den Octavia Scout, den es früher mal gab. Der Clou verpufft allerdings ein wenig, wenn man auf den Bigster schaut. Der hat nämlich nochmal 3 Zentimeter mehr Bodenfreiheit. Apropos Bigster, den gibt es in der Basis für 1.000 Euro weniger. Den Jogger bekommt man heuer ab 18.000 Euro. Letzterer wird in Rumänien gebaut, der Bigster natürlich auch. Und der Stryker kommt aus der Türkei. Ein paar Kollegen waren im Studio, ich habe euch etwas zusammengeschnitten. Ja, er soll ein Strike sein, quasi ein Schlag ins Gesicht für die Konkurrenz, denn der Preis ist heftig. Wir starten hier bei unter 25.000 Euro. Der Stryker basiert auf der bewährten CMFB-Plattform des Renault-Konzerns, wie zum Beispiel auch die anderen Dacia-Modelle, aber auch etwa der Renault Clio, Captur und Arcana. Und die breite Nutzung auch über die Marken Nissan und Mitsubishi hinweg führen eben zu immens hohen Stückzahlen und ermöglichen es dadurch, die Kosten relativ gering zu halten. Wir haben einen tiefen Schwerpunkt, aber trotzdem eine schön hohe Sitzposition. Soll also alle ansprechen, die ein SUV wollen, aber eigentlich kein SUV wollen. Das finde ich gar nicht mal so unclever. Familien mit großen Kindern, die sollten aber vielleicht doch lieber beim SUV bleiben. Denn mit 0,29 ist der CW-Wert tatsächlich der Bestwert in der Dacia-Flotte. Wenn ich möchte, kann ich mein Telefon aber auch hier so ein bisschen aufrecht hinstellen. Ich weiß nicht ganz genau, was damit unter der Fahrt passiert. Und was interessant ist, ein Digital-Cockpit, das allerdings dreidimensional wirkt, weil es im Grunde genommen eine umgekehrte Form eines Head-Up-Displays ist. Also das ganze Dashboard hier oben, man hat das Gefühl, man muss so leicht drüber gucken. Die Windschutzscheibe ist gar nicht so riesig, wie man sich das eigentlich denken würde. Tatsächlich gibt Dacia an, dass man mit diesem Motor hier im Stadtverkehr bis zu 80% der Zeit rein elektrisch unterwegs sein kann. Einziger Haken, an der Dachlinie erkenne ich dann schon, dass ich nicht in einem Dacia Bigster sitze. Also hier wird es für mich dann doch auf Dauer etwas enger. Ich muss lediglich mit dem Schlüssel in der Tasche oder in der Hand daneben stehen und dann geht der Kofferraum automatisch auf. Mit 600 Litern ist er verglichen mit einem ähnlich großen Modell wie dem VW Golf Variant tatsächlich mit ein bisschen weniger Ladevolumen ausgestattet. Also verratet mir gerne, was ihr von dem Crossover-Konzept haltet. Seid ihr Team Stryker oder Team Bigster? Ja, wenn du mich schon so fragst, Madlena, ich wäre Team Jogger. Ich finde spannend, wie sich Dacia mittlerweile positioniert. Vom Billigheimer über das praktische Jedermannsauto jetzt hin zu bezahlbar mit Shishi. Dacia verkauft uns eine Spiegelung auf eine schräge Scheibe als futuristisches 3D-Erlebnis. Wer braucht schon ein echtes Head-Up-Display, wenn man eine Plastikscheibe zum Reingucken hat? Der erste Dacia mit elektrischer Kofferraumklappe. Wollen wir hoffen, dass das nicht so endet wie bei Skoda, die inzwischen auch nur ein paar Taler günstiger sind als ihre VW-Derivate. Apropos Skoda, der Stryker kommt jetzt auch mit, festhalten, einem Eiskratzer. Die Antriebsstränge kennen wir quasi schon: Hybrid mit Frontantrieb, Hybrid mit Allradantrieb und Mildhybrid mit Autogas. Mit einer Länge von 4,62 Meter ist der Stryker 7 Zentimeter länger als der Jogger und bietet 600 Liter Kofferraumvolumen, ähnlich viel Platz wie beim Jogger und beim Bigster. Für mich wirkt der Stryker wie ein Fahrzeug, auf das niemand gewartet hat. Aber vielleicht belehren mich die Zulassungszahlen ja eines Besseren. Gleich zeige ich dir, wie du für 4.000 Euro Autoinfluencer wirst, vorher aber noch etwas fürs echte Leben mit Kindern. Denn unter uns, wenn ich eine junge Familie hätte, würde ich mir statt eines Lifestyle-Kombis sofort einen Hochdach-Kombi kaufen. Da hat man nämlich wirklich den Platz, den man braucht, statt den Lifestyle, den man mit kleinen Kindern nicht mehr nachgehen kann.
Die Mutter aller Hochdachkombis, der Berlingo von Citroën, wurde 1996 erstmals vorgestellt und gilt als Begründer des Segments. Schauen wir mal, was man heuer für einen Berlingo im Leasing ausgeben muss. Leasing bei einem Familienauto? Ja schon. Die ersten 2, 3 Jahre brauchst du allen Platz, den du haben kannst. Danach haben Kinderwagen und Wickeltasche ausgedient. Es sei denn, du legst nochmal nach. Bei meinem Partner leasingmarkt.de, Deutschlands Nummer 1 in Sachen Autoleasing, gibt es allerlei Angebote zum Berlingo. Klickt einmal auf den ersten Link unter dem Video, dann habt ihr die Auswahl von Berlingo Leasingangeboten. Ich werfe erstmal die Angebote für Gewerbekunden raus und sortiere nach dem preiswertesten Angebot. Der für 199 € ist gebraucht, hat für 13 € weniger im Monat 5000 Kilometer weniger im Jahr. Mal in die Detailansicht vom 212 € Angebot werfen. Wenn ich hier mit 3 Jahren Laufzeit und 20.000 Kilometer im Jahr arbeite, lande ich bei 292 €. Okay, nicht umsonst, aber auch nicht völlig uninteressant. Schaut euch auf der Detailseite in Ruhe die Ausstattung und die Basisdaten an. Vergesst aber auch nicht ganz nach unten zu scrollen, um zu schauen, welche einmaligen Kosten noch auf euch zukommen. Wenn die Leasingrate für euch passt, bestätigt das und dann müsst ihr nur noch eure Stammdaten eingeben, damit der Händler euch kostenlos und unverbindlich euer Angebot zukommen lassen kann. Alternativ schaut mal in die Deals. Das sind tagesaktuelle Leasing-Schnapper von leasingmarkt.de Mitarbeitern händisch ausgewählt und zusammengestellt. Ihr erreicht sie über den zweiten Link unter diesem Video. Vielleicht ist ja auch etwas für euch dabei. Danke, dass ihr dieser Verbraucherinformation so geduldig gefolgt seid. Ein halbwegs aktuelles Smartphone, 10 Autos und ungefähr 4.000 €. Mehr brauchst du heute nicht, um Auto-Influencer zu werden. Und nach einem Jahr lädt dich die Industrie zu Events ein. Flug in den Süden, ein adrettes Hotelzimmer inklusive. Klingt nach Bauernfängerei, ist aber der ganz normale Weg. Und den zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt. Alles, was du brauchst, ist ein halbwegs aktuelles Smartphone. Hochkantinhalte zu drehen ist kein Hexenwerk. Schau dir einfach an, was und wie heute Auto-Influencer drehen. Es gibt sogar internationale Kollegen, die dir zeigen, wie man hochkant dreht, damit es einigermaßen lässig aussieht. Jetzt brauchst du nur noch Autos. Um ein Portfolio von 40 Reels aufzubauen, sollten es 10 unterschiedliche Fahrzeuge sein. Davon 2, 3 deutsche Premium-Fahrzeuge. Man sollte schon sehen, dass es aktuelle Autos sind, sonst wirst du in die Youngtimer- oder Oldtimer-Ecke abgestellt. Wenn du dafür auf Händlerfahrzeuge zugreifst, lass dir von der KI aus jeder Pressemitteilung des Fahrzeugs 5, 6 Punkte herausarbeiten, die dem Hersteller wichtig zu sein scheinen. Das Prinzip wird dir später noch öfter begegnen. Dann postest du pro Woche 2 Reels auf deinen Accounts. Und nach dem Posten kaufst du Views auf deine Videos. Dabei nicht gleich zu gierig sein. Ne? Du willst ja ein organisches Wachstum vorgaukeln. Das erste Reel bekommt 20.000 Views, das zweite 30.000 und die letzten fütterst du dann mit 200.000 bis 300.000 Views. Views kaufen ist so einfach, wie Einkaufen im Internet eben ist. Parallel bittest du alle Freunde und Verwandten, deine Videos zu liken und zu kommentieren. Ein wenig organische Interaktion kann ja nicht schaden. Und das perfide daran, es funktioniert wirklich. Ich kenne Protagonisten, die dem Algorithmus mit zugekauften Views eine Relevanz vorgegaukelt haben. Die Plattform hat die Inhalte daraufhin vermehrt ausgespielt und zur gekauften Reichweite kam ganz von alleine echte organische dazu. Anschubsfinanzierung fürs Publikum sozusagen. Verwerflich? Betriebswirtschaftlich betrachtet ist das einfach nur Marketing mit schlechten Manieren. Kurzer Disclaimer. Ich habe dafür nur eine stumpfe Google-Suche durchgeführt. Ich kenne keinen dieser Dienste, ich kann keinen empfehlen, ich habe noch nie Traffic gekauft. Warum ich das trotzdem so genau erzähle, verstehst du gleich. Bevor du die letzten 7 Reels rausschickst, fängst du an, die Industrie anzuschreiben. Dank KI hast du innerhalb kürzester Zeit eine stabile Liste mit Marken und Ansprechpartnern inklusive Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Da schickst du eine kurze, freundliche Mail hin, dass du deine Leidenschaft für Autos und Social Media mit deinem Account unter einen Hut gebracht hast und nun schon sehr stattliche Reichweiten erzielst. Und ob es denkbar wäre, auch mal einen Testwagen zu bekommen oder zu einem Event eingeladen zu werden, um deiner Community noch frischeren, interessanteren Content zu bieten. Deine Priorität sollte dabei meiner Meinung nach auf den neuen chinesischen Herstellern liegen. Die haben aktuell den größten Bedarf an Publicity.
Aber natürlich kannst du anschreiben, wen du willst. Es gibt einige Hersteller, die ganz offensichtlich jede Form der Berichterstattung gutheißen, solange sie eine anständige Reichweite bringt. Mit der ersten Einladung hast du den Fuß in der Tür. Nach der dritten Event-Einladung kannst du dann schon mal vorsichtig nachfragen. Bitte nicht per E-Mail, ne? Vereinbare einen Gesprächstermin. Ob du für das nächste Event auch schon mal so ein Angebot einreichen dürftest. Die Kollegen hätten dir versichert, das wäre ganz normal. Und dann bist du genau da angekommen. Mit der Gage finanzierst du in Zukunft locker das Zukaufen deines Traffics. Das solltest du dem Ansprechpartner nun nicht unbedingt unter die Nase reiben. In der Regel bleibt auch noch genug Geld für dich übrig. Du bekommst also nicht nur auf des Herstellers Nacken einen Flug in den Süden inklusive adretten Hotelzimmer, du fährst auch noch die neuesten Autos. Und damit du im Rennen bleibst, KI, Pressemitteilung, 5, 6 Punkte, die dem Hersteller wichtig sind. Du kennst das Prinzip ja jetzt. Wer jetzt meint, das wäre verwerflich, so läuft das Business heute eben, und Reichweite einkaufen, das machen die Großen übrigens auch ganz offiziell mit Werbebudget. Das ist völlig legal und heißt dann nicht Betrug, sondern Marketing. Und ja, kaufen kannst du im Zweifel alles. Views, Likes, sogar Kommentare. Nur eines bekommst du für kein Geld der Welt: ein echtes Publikum, Leute, die freiwillig wiederkommen, 7 Minuten dranbleiben und dann auch noch etwas Kluges drunter schreiben. Und woran erkennt man eingekaufte Reichweite? Daran, dass die Zahlen nicht zueinander passen. Beispielgefällig: Mercedes fährt gerade die Mercedes-Benz World Tour oder S-Class World Tour. 140 Orte. Man feiert 140 Jahre Innovation. In der Playlist liegen aktuell schon 10 wirklich schön gedrehte Hochglanzvideos mit imposanten Aufrufszahlen. Im Schnitt 600.000 Views. Ich habe reingeschaut. Die sind hochwertig produziert, ehrlich. Kann man sich wirklich schön angucken. Aber dann stutzig. Episode 7, 644.000 Views in 6 Wochen. Und darunter 484 Likes, 65 Kommentare. Meine allererste Showfolge hatte gerade mal 37.000 Views, ein Zwanzigstel davon. Aber 7-mal so viele Likes und 6-mal so viele Kommentare. Famos? Nein. Mein Video beruht auf organischer Reichweite. Da sitzen echte Menschen, die echte Daumen haben. Reichweite kann man kaufen. Ob nun beim Botdienst oder ganz offiziell als Werbung. Ein Publikum muss man sich verdienen. Und weißt du, was mich an diesem Rezept wirklich fasziniert? Wie schnell das heute geht. Auto-YouTuber zu werden war nämlich richtig schwer. Die Industrie wusste mit uns damals gar nichts anzufangen. Es mussten erst Prozesse entstehen, damit wir überhaupt Content produzieren durften. Die Jahre von 2011, damals waren wir noch Blogger, bis 2017 waren wirklich extrem spannend. Hersteller wie Mercedes haben uns gepusht, andere Marken wie Hyundai wollten mit uns gar nichts zu tun haben. Wir haben unzählige Gespräche geführt und mussten uns nicht nur gegen die Widerstände in der Industrie behaupten, sondern auch noch vor den etablierten Journalisten bestehen. Ich habe 5 Jahre gewartet, bis ich von der Industrie das erste Geld gesehen habe. Heute ein halbes Jahr Vorbereitung, wenn du es ernst meinst. Mitbewerber studieren, Filme ausprobieren, Kennzeichnungspflicht, da musst du dich einlesen. Das ist ein Witz dagegen, wirklich. Ein paar klitzekleine Punkte habe ich bei diesem lockeren Vortrag natürlich unter den Tisch geschoben. Für den beschriebenen Wachstumsanschub brauchst du einen Invest von mindestens 4.000 Euro. Du solltest ein Gewerbe anmelden, schon allein um das Anfangsinvest später geltend machen zu können. Den Invest hast du nach diesem Zeitplan aber innerhalb eines Jahres locker wieder drin. Ach ja, eine Kleinigkeit noch. Es ist natürlich nicht gewährleistet, dass du deine gekauften Views bei Instagram und Co. behältst. Die räumen da ja immer mal wieder auf, aber bis dahin bekommst du deine Views dann hoffentlich organisch, so wie ich. Und ich nehme überhaupt keine Gewähr hier für dieses Thema. Zum Ende jeder Sendung noch etwas Schönes, wie versprochen. Jan, nein, die lassen wir heute weg. Die Folge ist lang genug. Okay, na dann. Alle Links, die ich erwähnt habe, findet ihr in der Zusammenfassung dieser Show auf unserer Webseite. Den Link dorthin findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit euch meine neuen Beiträge auch angezeigt werden. Wer mir Input oder Anregungen zu einem neuen Showbeitrag nicht öffentlich schicken möchte, nutzt eine dieser beiden E-Mail-Adressen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich wie gehabt. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan.